Die traditionelle Christmette im Petersdom ist einer der Höhepunkte im Kirchenjahr. Zu diesem Fest entfaltet der Vatikan seine ganze zeremonielle Pracht. Aber auch in der prunkvollen Kulisse setzt dieser Papst ein Zeichen der Bescheidenheit. Die Krippenfigur des Jesuskind tragen keine Diener, er selbst legt es an seinen Platz. Die Predigt widmet er den Armen und Ausgegrenzten und mahnt Nächstenliebe an. In unserer persönlichen Geschichte gibt es helle und dunkle Momente, Licht und Schatten. Doch wenn wir Gott lieben und unsere Brüder und Schwestern, dann werden wir im Licht wandeln. Auf dem Petersplatz hatten zuvor Laiendarsteller mit einem Krippenspiel an Jesu Geburt in Armut vor mehr als 2000 Jahren in Bethlehem erinnert. Dort, im heutigen Westjordanland, feierten Gläubige in der Geburtskirche Christi die Weihnachtsmesse, zelebriert vom lateinischen Patriarchen Fuad Tual. Unter den Gästen auch Palästinenserpräsident Abbas und die EU-Außenbeauftragte Ashton. Patriarch Fuad Tual gedachte in seiner Botschaft des Leids in Syrien und rief zur Beilegung des jahrzehntedauernden Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern auf. Katholiken in aller Welt blicken jetzt wieder nach Rom. Auf Papst Franziskus wartet in einer Stunde die nächste Premiere. Er spendet den Segen Urbi et Orbi. Für die Gläubigen, die ihn weltweit auch übers Fernsehen empfangen, ist es der Ablass ihrer Sündenstrafen.